Die Quintessenz ist immer dieselbe. Wir müssen uns daran erinnern, wer wir in Wahrheit sind. Hi, ich bin Peri Soilu und du bist hier beim Happy Cool Love Podcast, dein Podcast für mehr Lebenssinn, Bewusstsein und Klarheit und für einen Kurs in Wundern. Denn was wir hier die meiste Zeit gemeinsam dienstags tun und wo du mir deine Zeit schenkst, wofür ich sehr, sehr dankbar bin, ist, dass wir unseren guten Freund einen Kurs in Wundern dazu holen und die Grundsätze, die uns ein Kurs in Wundern näher bringt, um sie auf unsere menschliche Erfahrung anzuwenden und so eine dezidiert andere, eine glücklichere, eine zufriedenere, eine ruhigere, eine sinnvollere, eine reichere menschliche Erfahrung zu machen. Dafür müssen wir aber diese Grundsätze, die einer höheren geistigen Ebene entsprechen oder entspringen, dafür müssen wir die immer wieder aktiv zu uns einladen, weil das Ego, Angst, Mangel, Denksystem, was gerade unsere Welt beherrscht, uns immer wieder einreden will, nein, du musst mir folgen, denn ich halte dich sicher, aber das Ego kann dich nicht sicher halten. Das Ego redet dir ein, dass du nur Mensch bist mit 5 Sinnen und getrennt von allem und da kann man nicht sicher sein. Wie willst du, wenn du dich mit einem Körper verwechselst, je wahre Sicherheit spüren, weil ganz, ganz offensichtlich ist ein Körper sehr verletzbar. Also, wenn man dem Ego-Denksystem folgt, was derzeit unsere Welt beherrscht, wird man immer Angst haben. Und diese höhere Ebene, die uns ein Kurs im Wundern aufzeigt, die kann uns von dieser Angst befreien. Aber wir müssen uns immer wieder ganz aktiv dafür entscheiden, weil das Ego ist ja schlau. Es hat ja immer wieder Methoden, dich von der Wahrheit abzulenken. Also, ich überlege gerade, ob ich dir erzähle, was passiert ist. Gerade habe ich die aktuelle Podcast-Folge schon aufgenommen und dann habe ich auf Stopp gedrückt und dann war die Aufnahme weg. Ich dachte nur, so typisch für Merkur im Rücklauf. Ich bin wieder bei Astrologie. Merkur im Rücklauf heißt, es gibt Kommunikationsprobleme, es gibt technische Probleme. Willkommen in meiner Welt gerade. Und es gibt Probleme und Verzögerung, wenn du reisen willst zum Beispiel. Also wenn du von A nach B willst, so sagt man bei Merkur im Rücklauf, plane einfach mehr Zeit ein. Es kann sein, dass irgendetwas dazwischen kommt oder irgendein Bus nicht fährt. Und in Hamburg, kaum ist Merkur im Rücklauf, gibt es Streiks. Die öffentlichen Verkehrsmittel streiken, haben am Wochenende gestreikt. Da dachte ich, ja, willkommen im Merkur-Rücklauf. Es ist immer wieder sehr interessant, was sich zu Zeiten von Merkur im Rücklauf abspielt. Vor allem sagt man auch, man soll keine Verträge unterschreiben, weil sich meist, wenn Merkur wieder scheinbar vorwärts läuft, weil dieses Rückwärtslaufen ist auch nur scheinbar, dann bekommst du Informationen, die dir helfen können, viel klarer und viel besser informiert, diesen Vertrag zu unterschreiben. Das ist so, was ich mir bei Merkur im Rücklauf gemerkt habe. Kommuniziere bitte nichts, was sehr wichtig für dich ist, weil die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass du dich nicht so gut ausdrücken kannst, wie wenn Merkur vorwärts läuft oder etwas Falsches sagst oder falsch verstanden wirst. Technik kann problematisch werden, Reisen können problematisch werden und Verträge, bitte verschieb sie so gut du kannst auf eine Zeit, wo Merkur nicht im Rücklauf ist. Ja, so, ich nehme diese Folge jetzt zum 2. Mal auf, also mal sehen, wie sie wird. Weiß nicht, warum die erste Folge nicht sein sollte, aber meine Quintessenz für Folge 1 ist, dass ich eigentlich dir nichts Neues mitteilen kann. Ich kann dir wirklich gar nichts Neues mitteilen. Also im Grunde genommen, wenn wir uns hier immer wieder dienstags treffen, wofür ich natürlich wirklich sehr dankbar bin, dass du mir deine Zeit schenken magst, weil die Welt ist ja auch mega angespannt gerade. Es ist so viel los, dass man da mal sagt, ich klinge mich da mal aus und nutze die Zeit, um innezuhalten und wieder in mich hineinzufühlen, was Sache ist. Das fällt vielleicht ein bisschen schwerer in Zeiten, die so wackelig sind. Und das ist auch wieder nichts Neues, ne? Also ich sage schon seit Wochen, vielleicht auch schon seit Monaten und immer wieder zwischendurch in den Jahren, es ist echt unruhig in der Welt, ne? Es ist echt unruhig im Ego-Denksystem. Und ich kann dir da wirklich in dem Sinne nichts Neues erzählen. Und ich kann dir auch nichts Neues erzählen, wie wir eine Balance dazu herstellen. Wir müssen immer wieder, wenn das Ego uns ruft, uns so schnell wie möglich und so gesund wie möglich, heißt nicht, dass du das irgendwie ignorieren oder wegdrücken sollst, wieder auf die Wahrheit besinnen, wieder zum Kern zurückkehren, wieder zu unserer Verbindung mit Gott zurückfinden, weil nur dort können wir die Macht abrufen, die das hier alles, was das Ego gemacht hat,
verändern kann, verschieben kann, transformieren kann. Die Quintessenz ist immer dieselbe. Wir müssen uns daran erinnern, wer wir in Wahrheit sind. Und dafür brauchen wir die Vergebung. Heute die Lektion 62, das ist unsere tagesaktuelle Lektion aus dem Übungsbuch, erinnert uns auch daran, wir können nur das Licht der Welt sein, wenn wir vergeben. Das ist unsere einzige Funktion. Und hier noch der Zusatz, nur das wird uns glücklich machen, lernen wir in der Lektion 62. Ist das nicht abgefahren? Nur Vergebung wird uns glücklich machen. Nichts anderes. Was das Ego uns schon alles eingeredet hat, was uns glücklich machen würde. Und dann sagt ein Kurs im Wundern, da ist nicht wirklich viel Interpretationsspielraum. Nur die Vergebung macht dich glücklich. Also die letzte Woche, wenn ich die so Revue passieren lasse, und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, führt mich dorthin, dass ich auch sehen kann, wie wir insgesamt sehr frustriert sein könnten mit den Führungsmächten unserer Welt, mit den Menschen, die irgendwelche machtvollen Positionen innehaben, weil sie haben über unseren Kopf wieder hinweg entschieden, dass Krieg eine sehr, sehr gute Variante ist, eine sehr, sehr gute Entscheidung, um Frieden zu erzeugen. Wo ich so denke, wie geht das? Wie kann ich jemanden angreifen, ihm Leid antun und sagen, daraus entsteht Frieden? Ist doch ganz klar. Leute, schnallt ihr das nicht, oder was? Ist doch voll normal. Voll normal. Ich hau jemanden auf den Dötz und dann ist Frieden, dann ist ruhig. Wo ich so denke, okay, ganz logisch hergeleitet, das wird nicht klappen. Ein Kurs im Wundern sagt uns, dein Frieden ist der Frieden der Welt. Das heißt, Frieden muss in mir kultiviert sein. Ich darf alle lieblosen Gedanken, alle fiesen Glaubenssätze, die mich in Angst und Schrecken versetzt haben und die ich auf die Welt projiziert habe, in mir transformieren, damit ich sie nicht mehr auf die Welt projiziere. Und dann kann Frieden in mir entstehen und der kann sich dann langsam und sanft in die Welt ausdehnen, so dass die Welt insgesamt friedlich wird. Wann das passiert, weiß ich nicht, aber das ist, wie Frieden nachhaltig möglich ist. Alles andere ist nur ein Trugschluss, ist nur scheinbar Frieden. Ich kann niemanden unter Druck setzen, ich kann bei niemandem Gewalt anwenden und sagen, jetzt bist du aber friedlich, ne? Also, und wenn du nicht friedlich bist, hau ich dir noch mal eins auf die Mütze. Also, ich weiß nicht, wen das Ego damit verarschen will. Vielleicht sich selbst, vielleicht ist es auch so ungemütlich in manchen Menschen, und sie können ihren eigenen Krieg in sich nicht aushalten und denken, sie müssen das ins Außen projizieren und irgendjemandem die Schuld dafür geben. Und dann haben sie nun mal solche Machtpositionen, dass sie halt Kriege im Namen der ganzen Welt als Lösung in Erwägung ziehen. Also, wie dem auch sei, ich kann verstehen, dass das bei manchen von uns Riesenfrust auslöst, aber auch wenn ich Verständnis für diesen Frust habe, irgendwann, vor allem als Schülerinnen und Schüler von einem Kurs im Wundern, müssen wir wieder zurück. Und hier erzähle ich dir wirklich nichts Neues, zur Essenz, zu dem, was wirklich wahr ist, zu dem, was auf einer höheren Ebene für uns alle wahr ist und uns mit unserer wahren Natur verbinden, weil dort im Ego-Denksystem das Ego zu lösen, wird nicht klappen. Wir brauchen keine Erlösung dort suchen, wo sie nicht ist. Da ist keine Erlösung. Du wirst das Ego nicht mit dem Ego lösen. Das sage ich auch in letzter Zeit sehr häufig, weil darin könnten wir uns natürlich verstricken, dass wir denken, wir müssen jetzt auf die Barrikaden gehen oder wütend auf jemanden sein. Ja, im ersten Moment kann ich verstehen, dass das alles hochkommt, aber wir brauchen eine effizientere und damit höhere Lösung, als das Ego mit dem Ego anzugehen. Also, und was ich auch bemerkt habe in der letzten Woche mit all den Ereignissen, ist, dass ein paar von uns, vielleicht auch viele, denken, wir haben einfach versagt als Menschheit. Was soll das? Überall, wo ich hingucke, brechen irgendwelche Kriege aus, weil irgendwelche Leute uns unter dem Grund, dass das Frieden erzeugen soll, einfach angreifen. Einfach wieder unschuldige Menschen umbringen. Und das soll irgendwie zu Frieden führen. Und das machen wir die gesamte Zeit, seitdem ich denken kann. Ich bin enttäuscht, ich verliere die Hoffnung. Ich habe das Gefühl, wir schaffen es nicht als Menschheit. Wir sind wirklich kurz vor dem Untergang. So hört sich das bei manchen Leuten an, vielleicht sogar mehr als manchen Leuten. Und dann, auch wenn ich Verständnis dafür habe, dass sowas hochkommen kann,
muss ich sagen, haben wir alle immer wieder die Aufgabe, uns aus diesem Moloch rauszuholen, weil dort in diesem Moloch zu verharren, macht uns zum Opfer der Umstände. Und ein Kurs in Wundern erinnert uns, wir sind nicht das Opfer der Welt, die wir sehen. Wir sind Schöpfer, wir sind machtvoll und wir können uns nur mit dieser Macht wieder verbinden, wenn wir das loslassen. Natürlich darfst du fühlen, was zu fühlen ist. Natürlich darfst du auch im ersten Augenblick aufgeregt sein. Aber irgendwann, und das ist, was ein Kurs in Wundern uns immer wieder beibringt oder worin uns Training geschenkt wird, ist, dass wir das loslassen. Ich sage mir immer wieder, bless and release. Also ich segne das und lasse es los, weil meine wahre Aufgabe und meine wahre Macht ist darin, dass ich mich wieder daran erinnere, wer ich wirklich bin, dass ich mit Gott verbunden bin, dass ich heilig bin, dass ich schon vollkommen bin, dass ich bereits alles bin und alles habe und damit sitze und aus dieser höheren Perspektive nochmal schaue, was ist denn auch noch wahr. Was mir letzte Woche passiert ist, ich glaube, so einen Tag, nachdem ich erfahren habe, dass schon wieder irgendein Krieg angezettelt worden ist und wo ich auch schon wieder gelesen habe, dass ganz viele von uns wirklich denken, wir sind verloren. Wir als Menschheit haben versagt. So, da war ich auf einer Ausstellung. Ich war auf so einer immersiven Ausstellung, wo Gemälde von alten Künstlern, das waren jetzt die niederländischen Meister, an die Wand projiziert wurden und auch auf dem Boden und du so in der Kunst warst. Also sie war überall und sie wurde so animiert. Ich meine, das ist natürlich so ein bisschen Pop-Art, würde ich jetzt mal sagen. Und ich hätte das mir auch selber wahrscheinlich nicht aktiv ausgesucht, aber da haben so ein paar Ereignisse dazu geführt, dass ich dann halt dort war. Und ich war so dankbar, weil mich das an etwas erinnert hat, nämlich zu wie viel Schönheit wir auch fähig sind. Wir Menschen haben eine sehr destruktive Ader, wenn wir dem Ego folgen. Aber wenn wir wieder diese rechte Gehirnhälfte anknipsen und mit ihr sind und die Kreativität und die Liebe und die Schöpferkraft, die in uns steckt, in etwas Konstruktives tun, wie Kunst, und dass das uns verbinden kann und uns wieder daran erinnert, zu wie viel Schönheit und Liebe und Kreativität wir auch fähig sind. Wir sind nicht nur destruktiv, wir haben auch so viel wundervolles Potenzial und daran war ich erinnert und dort das in mir und in meinem Herzen zu halten, ist gerade meine Aufgabe, weil natürlich kann ich mit dem Ego mitgehen und sagen, wir sind verloren. Natürlich kann ich das tun. Aber wem ist wirklich damit geholfen? Ich erzähle dir nichts Neues. Du als Schülerin oder Schüler von Ein Kurs in Wundern bist hier, um das zu sehen, aber auch gleichzeitig dem die Macht zu entziehen, indem du sagst, das ist nicht die absolute Wahrheit. Die absolute Wahrheit ist, dass ich bereits alles bin und alles habe. Alle Schöpferkraft, die Gott hat, die steckt auch in mir und ich möchte sie nutzen, um Liebe und Güte und Vergebung walten zu lassen. Ich möchte sie nutzen, um mich daran zu erinnern, wer ich wirklich bin. Ich bin alles, ich habe alles. Ich bin alles, ich habe alles. Ich brauche nichts. Ich brauche keine Veränderung, damit ich ruhig bin. Ich bin jetzt ruhig, weil ich weiß, ich bin bereits vollkommen. Dass man sich das zu so einem Mantra macht. Und ich weiß, dass das erstmal so im Kopf landet, aber irgendwann, wenn du es immer und immer wieder sagst, dann passiert dieser Moment, wo du es wirklich vollkommen mit jeder Faser deines Seins spürst. Und dort bist du wirklich dienlich. Dort machst du einen Unterschied. Und ich sage nicht, dass du irgendetwas dafür ignorieren musst. Ich glaube, du brauchst es nicht ignorieren, sondern vielleicht aus der Kategorie, wo du es reingesteckt hast, wieder rausholen. Das ist nicht absolut, was wir sehen. Es ist da, ja, auf dieser menschlichen Ebene, aber es gibt diese höhere Ebene. Hast du vollkommene Gewissheit, dass diese höhere Ebene, die dich in Wahrheit ausmacht, viel machtvoller ist als das, was auf dieser menschlichen Ebene passiert? Hast du eine absolute Gewissheit, dass hinter den Kulissen vielleicht ganz viel passiert für uns, dass da ein Segen gerade in der Mache ist, von dem du überhaupt keine Ahnung hast? Kannst du das in dir halten? Kannst du dort in Vorleistung gehen? Weil wenn du das nicht kannst, dann kann sich das ja auch gar nicht zeigen. So ganz einfach. Wir müssen daran glauben, dass Wunder möglich sind, damit Wunder sich ausspielen, sagt sogar ein Kurs in Wundern. Also, das eine, was mir sehr, sehr wichtig ist, ist, dass wir nicht vergessen, dass wir in der Essenz, im Grunde genommen,
hier, wenn wir uns dienstags treffen, nie etwas Neues besprechen. Wir sagen uns immer wieder dasselbe. Warum? Weil wir ganz schön dickköpfig sind. Das Ego kann ganz schön gewieft sein. Das hat sich immer neue Ideen ausgedacht, wie es dich von deiner Wahrheit wieder zurück in die Dunkelheit lenkt. Das kann das Ego mega gut. Also müssen wir uns hier immer gemeinsam erinnern und immer an dasselbe, dass wir mehr sind. Dass das Ego tatsächlich eine Illusion ist, auch wenn es unglaublich echt wirkt, und dass wir es immer wieder loslassen. Also gib dir selbst die Güte und kreiere ein Mantra für dich, mit dem du das Ego schnellstmöglich wieder ablegst. Nicht, damit du einfach ignorierst, was deine Illusionen sind oder dein Schmerz ist, das meine ich nicht. Aber wenn du das durchgefühlt hast, dann gibt es auch irgendwann einen Moment, wo du merkst, boah, ich suhl mich vielleicht eher in meinem Schmerz, als dass ich jetzt noch konstruktiv bin. Ich lasse das mal los und erinnere mich wieder daran, wer ich in Wahrheit bin. Ich nehme mir mal 5 Minuten und erinnere mich an all die guten Dinge, die mir ein Kurs in Wundern sagt, wer ich bin. Ich bin Gottes heiliger Sohn. Ich bin herrlich. Ich bin vollkommen. Ich bin glücklich. Ich bin sicher. Mein Vater liebt mich. Ich bin glücklich, ich bin vollkommen, ich habe bereits alles und ich bin bereits alles, ich bin kein Körper und ich bin frei, was auch immer dir hilft, dich mehr mit deiner Essenz, mehr mit seinem Licht in dir zu verbinden. Ich lese uns jetzt noch mal kurz was aus einem Kurs in Wundern vor. Und ich bin ganz ehrlich, heute habe ich irgendwie gesagt, ich schlage jetzt eine Seite im Textbuch auf und der Abschnitt, der sich mir zeigt, das ist der, den wir gemeinsam lesen, weil jeder Abschnitt ist gleich gut, um dich daran zu erinnern, dass du nicht dein Ego bist, sondern dass viel, viel mehr gerade am Arbeiten für uns ist, als uns manchmal bewusst ist, dass wir immer mit Gott verbunden sind, eine wahre Natur haben, die immer sicher ist. Dafür ist jeder Absatz gut genug, wenn du es denn so willst. Wenn du es nicht willst, dann erreicht dich jeder Absatz nicht. Also so wie mit jeder Lektion. Jede Lektion kann dich vom Ego erlösen. Und das ist die einzige Erlösung, die wir hier wollen. Wir wollen das Ego ablegen, damit unsere Seele, unser Herz, unser Geist wieder frei ist, voll zum Ausdruck zu kommen. Und dann sind wir machtvoll, jenseits allem, was wir hier kennen. Also wir lesen mal und dann schauen wir mal, was so nachwirkt. Ich merke so, ich habe gerade das Fenster offen und es kommen sonstige Geräusche rein. Ich weiß nicht, ob du sie hörst. Ich höre sie. Ich bin gleich gespannt, ob wir sie in der Aufnahme auch hören. Aber derweil lesen wir mal. Die heilige Stätte der Begegnung. In der Dunkelheit hast du die Herrlichkeit, die Gott dir gab, und die Macht, die er seinem schuldlosen Sohn verliehen hat, verschleiert. In der Dunkelheit heißt mit dem Ego. Mit dem Ego haben wir die Macht, die Gott in uns platziert hat, die aber nicht von uns ist, verschleiert. Und das führt oft dazu, dass wir denken, wir sind machtlos, dass irgendwelche anderen Menschen mächtiger sind als wir. Und vielleicht sind sie es in irgendeinem Kontext hier auf menschlicher Ebene, aber nicht auf absoluter Ebene. Kein Mensch ist machtvoller als ein anderer, weil wir alle dieselbe Essenz tragen, die gleich ist, die gleich machtvoll ist. Das alles liegt versteckt an jedem verdunkelten Ort, eingehüllt in Schuld und in der dunklen Verleugnung der Unschuld. Hinter den dunklen Türen, die du geschlossen hast, liegt nichts, weil nichts die Gabe Gottes verschleiern kann. Im Grunde genommen lesen wir hier, dass alles, was wir mit dem Ego machen, nichts ist. Das ist nichts. Es wirkt zwar wie etwas, aber es ist in Wahrheit nichts, weil nichts die Gaben Gottes, das, was wir wirklich sind, ersetzen kann. Nicht wirklich. Das Türenschließen ist es, was Gottes Macht behindert, die in dir leuchtet. Also wir können Gottes Macht behindern, aber wir können sie nicht auslöschen. Sie ist immer da, ob wir es wollen oder nicht. Verbanne nicht die Macht aus deinem Geist, sondern lass alles, was deine Herrlichkeit verbirgt, dem Urteil des Heiligen Geistes überbracht und dort aufgehoben werden. Der Heilige Geist kann alles, was wir hier mit dem Ego gemacht haben, aufheben, indem er es in die Liebe übersetzt. Wen er, also der Heilige Geist, für die Herrlichkeit erlösen will, der ist für sie erlöst. Heißt, es ist bereits vollbracht. Aus dem Bewusstsein des Heiligen Geistes ist alles schon geschehen. Wir
dürfen nur uns diesem Bewusstsein anpassen. Das ist nämlich das, was gerade noch fehlt. Unser Bewusstsein ist nicht dort, wo der Heilige Geist ist und wo Gott ist. Und indem wir immer wieder uns für Gott und für den Heiligen Geist und für etwas Höheres entscheiden, sobald das Ego ruft, passen wir uns diesem höheren Bewusstsein an. Wen er für die Heiligkeit erlösen will, der ist für sie erlöst. Er hat dem Vater versprochen, dass du durch ihn aus der Kleinheit befreit würdest in die Herrlichkeit. Und jetzt schon wieder ein Synonym für das Ego, Kleinheit. Ein Synonym für die Überzeugung, dass wir nur Mensch sind, Kleinheit. Da ist keine Größe zu finden. Egal wie viel Größenwahn das Ego besitzt, da ist in Wahrheit nur Kleinheit. Dem, was er Gott versprach, ist er gänzlich treu, denn er teilt mit Gott das Versprechen, das ihm gegeben wurde, um es mit dir zu teilen. Er teilt es nach wie vor für dich. Alles, was etwas anderes verspricht, ob groß oder klein, ob sehr oder gering geschätzt, wird er durch das eine Versprechen ersetzen, das ihm gegeben wurde, um es auf den Altar für deinen Vater und seinen Sohn zu legen. Ich höre mal kurz auf, hier zu lesen, weil ich glaube, wir lesen auch wirklich nichts Neues. Wir dürfen uns immer wieder daran erinnern, wo ist Kleinheit, wo ist wahre Größe, wo ist Angst, wo ist Liebe, wo ist Illusion, wo ist Wahrheit. Und jedes Mal, wenn Angst, Illusion und Kleinheit ruft, es anzuerkennen, dass es da ist, hier auf dieser menschlichen Ebene, aber sich nicht daran zu klammern und zu denken, das ist die absolute Wahrheit und ich bin ein Opfer davon, sondern das als Aufruf zu verstehen, es zu spüren, was zu spüren ist, es durch dich durchfließen zu lassen, was durchzufließen ist, es zu segnen und loszulassen und dich dann wieder deiner wahren Natur zu widmen. Es hilft wirklich nichts, wenn wir hier sitzen und wir gerade Ruhe um uns herum haben, ob es in deinem Wohnzimmer ist, bei der Arbeit ist, auf dem Weg zur Arbeit, beim Spaziergang, aber innerlich und gedanklich einen Krieg zu erleben. Du bist da niemandem dienlich. Du musst dich nicht so mit den Menschen identifizieren, die gerade etwas echt Krasses erleben, weil wenn du das tust, bist du ihnen nicht dienlich. Ich sag nicht, hab kein Mitgefühl, bitte hab Mitgefühl, aber wenn du zu sehr dich dort hineinsteigerst, wie es sein könnte, dort zu sein und einen Krieg mitzuerleben, bist du nicht dienlich. Du bist dienlich und ich sage nicht, dass das immer klappen muss, ne? Also dennoch, du bist dienlich, wenn du dich wieder erinnerst, zu wie viel Größe, zu wie viel Schönheit, zu wie viel Güte, Nächstenliebe, Liebe, Freiheit, Vergebung und Glück, will ich jetzt mal sagen, wir in Wahrheit fähig sind, was uns wahrlich ausmacht und damit nochmal auf die Welt blickst. Weil ich glaube, es ist schon auch ganz viel Schönes in dieser Welt zu sehen. War es immer, nur die extremen Dinge und die extrem angstbesetzten Dinge sind sehr laut. Und wir müssen uns immer wieder disziplinieren, auch das zu sehen, was auch da ist. Weil das ist, was wir mitfördern wollen und was wir mitstärken wollen. Wir wollen nicht die Angst und die Machtlosigkeit und eine Opferhaltung mitstärken und mitfördern, sondern die Liebe, die Güte, die Nächstenliebe, den Frieden. Und das können wir nicht, wenn wir zu sehr irgendwo innerlich verharren, wo wir eigentlich gar nicht sind. Wenn wir uns in unserem Wohnzimmer umschauen und es ist ruhig um uns, warum lebe ich innerlich eine Hölle? Warum wähle ich das? Für wen ist das wirklich hilfreich? Und wie gesagt, ich sage nicht, dass das immer einfach ist, aber schon sich diese Frage zu stellen, kann ja was verschieben. Versuch, so gut wie du kannst, dich immer wieder daran zu erinnern, was dir ein Kurs im Wundern darüber sagt, wer du wirklich bist. Ich glaube, damit hilfst du. Auch wenn du das wie so ein endloses Mantra dir vorsagst, sobald das Ego wieder sagt, bitte setz dich damit auseinander, dass die Welt bald untergeht, hast du vielleicht etwas verschoben, was ganz, ganz wichtig ist für uns alle. Das wissen wir ja immer nicht, wie wir echt mit dieser Einstellung, dass wir uns daran erinnern, wer wir wirklich sind,
ganz viel in dieser Welt bewegen. Das bleibt uns natürlich verschleiert, heißt aber nicht, dass du nichts bewegst. Ne? Also vergiss nicht, wie wichtig das sein kann, zu vergeben, weil du damit deine Funktion erfüllst und das die einzige Art und Weise ist, wie du wirklich glücklich sein kannst. Also, ich sage jetzt erstmal vielen Dank für deine Zeit und ich wünsche dir eine sehr friedliche Woche, weil dein Frieden, den bestimmst du. Halt ihn dir hoch und schätze ihn und hinterfrag dich immer, was bin ich würdig? Ist das Ego-Denksystem etwas, was Gott würdig ist oder ist es doch was anderes? Ne? Also was für eine Frage ich hier stelle. Aber du weißt, worauf ich hinaus will, weil wir vergessen manchmal, wie würdelos das Ego denkt. Und wir sind die Herrlichkeit manifest geworden. Wir sollten uns mehr wert sein, als so zu denken. Also, halt deinen Frieden hoch, lass ihn dir nicht stehlen, durch was für Nachrichten auch immer. Und wenn du ihn dir doch stehlen lässt, dann üb mit dem Kurs so schnell wie möglich, dich wieder an deine Essenz zu erinnern. Pass gut auf dich auf. Und eine kleine Bitte habe ich noch, dass wenn du hier gerne zuhörst, wenn dieser Podcast dir etwas bringt, dann lass mir gerne ein Like da, abonniere diesen Kanal oder teile gerne auch diese Folge mit jemandem, der vielleicht davon profitieren könnte. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Ansonsten sei gut zu dir, pass gut auf dich auf und wir sprechen uns nächste Woche wieder. Deine Peri.